In vielen Familien gibt es immer wieder Streitigkeiten, weil Kinder denken, manches besser zu wissen. Aber wie jeder weiß, sind Eltern natürlich die erfahreneren Wesen und deshalb zählt ihre Meinung mehr. In manchen Situationen sind Kinder ihren Eltern deutlich überlegen, da sie auf eine andere Weise über Dinge nachdenken. Die folgenden Rätsel wurden Kindergartenkindern und Erwachsenen gestellt. Erstaunlicherweise konnten die Kinder mehr Rätsel richtig lösen als ihre Gegner. Es hat sich ergeben, dass Kinder besser Aufgaben lösen können, die ihre rechte Gehirnhälfte beanspruchen. Erwachsene dagegen können besser die Aufgaben lösen, die mathematische und logische Zusammenhänge aufweisen und die linke Gehirnhälfte fordern. Finde heraus, wie du denkst und löse die folgenden Rätsel. Welche Gehirnhälfte ist bei dir überlegen? Nummer 1. 9533 ist 1. 2638 ist 3. 1648 ist 4. Was ist dann 1834? Es werden immer die eingeschlossenen Zwischenräume der einzelnen Zahlen gezählt, so kommt man bei 1834 auf 3. Zugegeben, das war eine sehr einfallsreiche Lösung, aber wenn du auf die Lösung gekommen bist, spricht das sehr für deine rechte Gehirnhälfte, da deine Kreativität sehr ausgeprägt zu sein scheint. Aber keine Sorge, auch wenn du nicht auf die Lösung gekommen bist, bedeutet das nichts Schlechtes. Dann bevorzugst du eher rationales, logisches Denken und somit ist wahrscheinlich deine linke Gehirnhälfte deine Stärke. Vielleicht kannst du ja die nächste Aufgabe besser lösen. Nummer 2. Ein Mann hat einen Fischteich, in dem 5 Karpfen und 2 Rotfedern leben. Als der Mann für 3 Wochen Urlaub in einem anderen Land macht, beauftragt er seine wasserscheue Nachbarin, die Fische zu füttern. Aber die Fische werden viel zu wenig gefüttert und so sterben in dieser Zeit 3 Karpfen und eine Rotfeder. Zum Wiedergutmachen kauft die Nachbarin 2 Karpfen und 2 Rotfedern und setzt sie im Teich aus. Wie viele Fische befinden sich im Teich, wenn der Mann wieder nach Hause kommt? Im Teich sind immer noch alle 5 Karpfen und 2 Rotfedern, weil sich die toten Fische auch noch im Wasser befinden. Außerdem sind 2 neue Karpfen und 2 Rotfedern dazugekommen. Insgesamt befinden sich also 11 Fische, nämlich 7 Karpfen und 4 Rotfedern im Wasser. Nummer 3. Ein Radfahrer will mit einem großen Sack auf dem Gepäckträger die Grenze überqueren. Als ihn der Zöllner fragt, was in dem Sack ist, antwortet der Mann: Da ist nur Erde drin. Daraufhin lässt ihn der Zöllner passieren. Am nächsten Tag wiederholt sich das Ganze und auch dieses Mal antwortet der Mann: Da ist nur Erde drin. Doch dem Zöllner kommt die Sache komisch vor und so öffnet er den Sack und sieht den ganzen Inhalt einmal durch. Aber er findet nichts als Erde. So wiederholt es sich eine Woche lang. Dann nimmt der Zöllner sogar eine Probe von der Erde und schickt sie in ein wissenschaftliches Institut. Aber es ist, wie sich herausstellt, nur Erde. Nach einem Monat Kontrolle und Forschung sagt der Zöllner zum Radfahrer, als dieser erneut die Grenze überqueren möchte: Versprochen, ich verrate Sie nicht, aber sagen Sie mir endlich, was Sie hier die ganze Zeit schmuggeln. Daraufhin sagt der Mann: Ich schmuggle? Weißt du, was der Mann die ganze Zeit schmuggelt? Zu offensichtlich für die meisten Erwachsenen. Ihr werdet es nicht glauben, aber der Radfahrer schmuggelt Fahrräder. Gute Taktik. Nummer 4. Ein Buch und ein Handy kosten zusammen 100 Euro. Wie viel kosten das Buch und das Handy einzeln, wenn das Handy 90 Euro mehr kostet als das Buch? Das Handy kostet 90 Euro mehr als das Buch, also mindestens 90 Euro. Übrig bleibt der Rest der 100 Euro, also 100 Euro minus 90 Euro ist gleich 10 Euro. Und das wird dann auf die beiden Gegenstände aufgeteilt, also jeweils 5 Euro. Das Buch kostet also 5 Euro und das Handy 95. So, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn dir meine Videos gefallen. Bis zum nächsten Mal. Psst, Geheimtipp. Für mehr Fakten und Unterhaltung schaut auch gerne mal auf dem Kanal von Bliss vorbei.